Hallo und herzlich willkommen zurück bei LA Noire. Ja, ist ja gut. Wir untersuchen den Tod dieses Mannes aus dem Kühlschrank, beziehungsweise eigentlich untersuchen wir ja die riesige Explosion, die wir erlebt haben beim letzten Mal. Und dann ergab es sich plötzlich, dass da eine Leiche im Eisfach war. Und jetzt geht's weiter zu einem Aircraft-Teile-Laden. Denn wir haben bei der Explosion eine Propellerabdeckung gefunden. Bin mal sehr gespannt. Also, ich habe auch nochmal nachgeschaut. Nicholson-Galvanisierung ist tatsächlich... Hilfe. Nicholson-Galvanisierung ist tatsächlich ein DLC-Fall. Also hier ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich mich an irgendwas nicht erinnere, weil ich kenne es einfach schlichtweg nicht. Die ganze Sache mit Jack Kelso vorher, die müsste ich aber schon mal gespielt haben. Und das finde ich sehr krass, dass ich mich daran wirklich null erinnere. Aber was soll ich sagen? Es ist halt auch einfach schon über 10 Jahre her. So. Dream Shampoo, ach so. Im Radio läuft gerade irgendwas über traumhaftes Shampoo, also über Dream Shampoo. Ich habe Green verstanden und dachte so, ach krass. Die finden es richtig heftig gerade, dass sie einfach grünes Shampoo entwickelt haben. Cole, what are you doing? Left and left and left and left again, and I'm right up your right at the next corner. Oh, schade. Das wäre so eine gute Kurve gerade gewesen. Boah, ich würde so gerne das Radio umstellen, ne? Muss ich ja wirklich sagen. Aber ich kann es einfach nicht. It's the only way I can stop you from snoring. Officer Shop 103 NB. I never snore. Goes. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt da. John, don't take it too lightly, John. Hughes Aircraft, Laden vor allem, ja. Stützpunkt, hi. Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes' aircraft. I'm sorry, I can't help you there, Detective. Without authorization from Military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs. You're not still with the LAPD. Right so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. I found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. You can't miss it. Ihr könnt's nicht verpassen, aber folgt mir trotzdem. Vernon Mapes used to work Advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model for creeps like Earl. So. Jetzt haben wir immerhin schön eingeparkt. Follow me. Ja, ja, sofort. Hey, I don't bite. Come on. Oh, wir dürfen nicht filmen. Good day, miss. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Wir folgen ihm einfach. Can that thing really fly? Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? So, this is the spruce. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name.
It's the H4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. Ja, dann geht's direkt wieder ans Eingemachte hier. Wir haben Propellerhaube, Wäschereizettel, entschlüsselte Nachricht, Spionagekamera, Spionage, Armbanduhr, Flieger-Automatik-Armbanduhr. Das könnte, ne, das könnte uns helfen. Ring. LAPD Donut Task Force Pensionierungskrawattennadel. Donut Task Force finde ich aber auch süß. Habe ich gar nicht gelesen, als das da drauf, also, ne? Als wir drauf geguckt haben. Okay. Dann erzählen Sie mal. Do you know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes's personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? Ja, also Wahrheit. Die Wahrheit sagt er schon mal nicht. Aber ich kann ihm auch nichts nachweisen, deswegen böser Kopf. You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. Nein! Did Hughes have a contract with Nicholson? Hey, kid, lose the tone. Hughes has contracts with every plating shop in L.A. We'd like to discuss these contracts with Mr. Hughes. This kid's a riot, Biggs. See Howard Hughes? Harry Truman has to make an appointment to see Howard Hughes. Thanks for your help, Mr. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. Want to take a look inside her? Can't hurt. Ja. Ich schaue mir aber auch alles andere gerne an hier, wenn wir irgendwas haben sollten. Wenn er es so schon anbietet, dann sollten wir auch wahrscheinlich direkt rein. Oh, Moment. Leinöl. McClellan's process was going to replace all this. Mhm. Ich fand es aber interessant, dass Cole die Krawattennadel bei ihm angesprochen hat. Hi. Tell a man that there are 400 billion stars and he'll believe you. Tell him a bench has wet paint on it and he has to touch it. Schön. Sehr schön. Auch nicht schon wieder. Breitengrad und ja. Latitude 24 degrees 15 minutes north, longitude 76 degrees 0 minutes west. Nicht schon wieder. Müssen wir nochmal ein Stadtarchiv damit? Nein, wir können es einfach hier einstellen. Oder auch nicht, weil man mich nicht lässt. Doch jetzt. 76 degrees west. 24 degrees 15 minutes north. Ja. Ich habe mir jetzt gerade wieder irgendwas gemerkt. Ich glaube nicht. 24 degrees 15 minutes So, wir north. gehen rüber auf... .76 degrees west. 24 degrees 15 minutes. Let's see where this is exactly.
Bahamas. Somebody's already got their maiden flight planned. Mhm. Okay, aber hier nichts weiter zum Angucken. Alles klar. Also möchte jemand direkt mit dem ersten Flug auf die Bahamas. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, im Schiff sag ich schon, im Flugzeug selber haben wir alles gefunden. Zumindest das, was wir jetzt gerade von da sehen konnten. Ich kann mir ja theoretisch alles angucken. Hi. War doesn't determine who's right, just who's left. Was ist denn hier mit? Schraubstock nicht? Okay. Das ist jetzt halt das Problem, ne? Alles viel zu groß hier. Die Treppen hoch. Jetzt stehen wir gleich bei Hughes im Büro. Ich sehe es schon kommen. Da lässt man uns nicht rein. Aber auch hier gerade, ne? So, selbst der und der braucht den Termin. Ich wiederhole, also ich zitiere an der Stelle gerne Biggs. Wir sind die Polizei, wir brauchen keinen Termin. Aber das verstehen die meisten hier leider nicht. Bin ich darüber? Nee. Schade. Aber da geht's doch mal hoch. Aber um was zu finden? Perfektes Timing wieder. Autogeräteabschaltung. Drücken Sie eine beliebige Taste. Kleinen Moment. So. Möchte man uns jetzt also irgendwas damit sagen? Dass wir hier oben drauf kommen? Ich meine, hier vorne würden wir auch wieder runterkommen. Biggs läuft mir zu gemütlich. Okay. Boah, nicht runterfallen, Cole. Nicht runterfallen. Hey, guckt mal, auf diesem Flugzeug habe ich schon gestanden. Ist bestimmt auch ein guter Anmachspruch. Okay. Also Leinöl haben wir uns angeguckt. Der hämmert irgendwas. Wo bist denn du? Triebwerk?
Oder meint er das... Nee, die Festen da oben kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass er die meint. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. Ooh. What is the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Uh-huh. Looks like Mapes' office is in the far corner. Let's go see what he's hiding. Okay. Und deswegen die Galvanisierung, damit man das Leinöl nicht mehr braucht. Das meinte er dann mit, dann wäre das, ne, das hätte es unnötig gemacht. Achso, Exit. Entschuldigung, ein bisschen hoch. Du hättest doch einfach vorgehen können, Bix. Ganz im Ernst. Oh, ist aber ein angenehmes Büro, muss ich sagen. Habe ich schon Schlechteres gesehen. This isn't what we're looking for. Na gut. Ach, guck mal. Guck mal, wer sich da im Blue Room rumtreibt. Doesn't give me anything to go on. Nix, nix, nix. Aber hier 2 Bilder. Ist da jemand Japanisches drauf? Glaube nicht. That is Marie the Body McDonald. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Mhm. Okay. Aber ich kann damit jetzt nicht... Okay. Ich kann damit einfach nicht arbeiten. Kann ich hier nochmal irgendwie... Nein. Let's see what Pinker has for us. He's probably done tinkering with that camera by now. Oh. Seems irrelevant. Ja, Entschuldigung, wir sind ja in Amerika. Oh, eine Knarre? Das ist ja überhaupt nicht verdächtig. Thanks for the tour, Mapes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy, Vernon. Was zur Hölle? Ja, aber gut. Die 40er. Ich glaube, wir nehmen seine Karre, oder? So, ist einmal reinsetzen. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? So McClellan was selling his new process to Hughes and cutting out Nicholson. Looks that way. This would never go all the way to Hughes. You would have middlemen dealing with stuff like this. Someone like Mapes? The word middleman was invented for guys like Mapes. Must be a tough break being separated from your kids, Phelps. They're fine.
They've got their mother and they've got each other. What about you? What about me? What have you got? A friend of mine is helping me through it. I wouldn't feel safe in a tank with you driving. Verzeihung. Aber witzig, dass Biggs ausgerechnet jetzt nach den Kindern Now fragt. that I got you, I may as well ask you. Ask me what? The Black Dahlia. Who was it that killed that poor girl? No official charges have been pressed in the case. I know that. I'm not looking for the official version. I made a promise to the department. These are the guys who sold you down the river. Das ist wohl wahr. Nee, aber witzig, dass Biggs jetzt nach den Kindern fragt, weil als ich gerade gesagt hatte mit dem, ach guck mal, auf dem Flugzeug bin ich rumgelaufen, habe ich auch drüber nachgedacht zu sagen, das kann Cody ja seinen Kindern erzählen. Bis mir dann eben aufgefallen ist so, oh nee, Moment. Halt, stopp. Die wird er ja wahrscheinlich erstmal nicht sehen dürfen. Das, was jetzt Biggs eben auch angesprochen hat. Was ich halt super schwachsinnig finde, aber was soll's. You like to leave your mark, don't you? Hang the left up there. Jawohl. Oh Gott. Just keep going. That's it. Keep on. Ich wüsste halt nur gerne, ob der Monroe überlebt hat, ehrlich gesagt. Just keep going. Hat er das Telefon noch Just go on erreicht? through here. Ich weiß es nicht. Up ahead, take a right. Ja, Biggs, das funktioniert aber schon deutlich besser, muss ich sagen. Und wir sind da. Stop just ahead. Wilshire Police Station. Yeah, I want to make homicide. Any messages for me, Hopkins? Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. Alter Schwede. Es ist echt... Grand jury. Case was thrown out. Now the DA wants my head. Hey, Cole. Ja. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Ja. Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. Guy gave his wife You can use the magnifier. There's quite a lot of detail. Okay. Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. Oh yeah. Ja gut. Kann passieren. Bringing the watch or a match for our John Doe. He's obviously the competitive bid. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Okay. Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator, and playboy. And Vernon Mapes, ex-dirty cop,
and business fixer. I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. Mhm. Oh nein. Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Bin jetzt trotzdem nur ein bisschen irritiert, weil wir keine Hinweise dazu kriegen. Also, nichts, was man irgendwie gebrauchen könnte. Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? Okay. Cole, can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Now the DA wants my head. Warum habe ich das Gefühl... Warum habe ich das Gefühl, dass wir gleich knallen? Alter. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumping from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion. I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil. You could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. That bum took a swipe at me. I put him down with my sack. Okay, das heißt, wir sollten uns jetzt dann... Haus auf Foto. Mhm. Okay, also da wusste jemand wirklich... Let me guess. You're lost in my eyes. Also... That's him. That's the cop. Tried to poke me in the nose. Alter. Das heißt, es kann auch wirklich kein Unfall gewesen sein. Oder? Also, das sollten ja eigentlich Dinge sein, die man dann weiß. Schätze ich mal. Als guter Chemiker, sagen wir mal so. Aber das ist halt so Rechtsmediziner-Humor, ne? Rechtsmediziner und Forensiker. Warte, Forensiker ist gleich... Verdammt! Jedenfalls, das ist der Humor, wenn man eben in solchen Bereichen arbeitet. Haus auf Foto. 14:02 Uhr. Und die Tür ist offen. Aha. Oh nein. Avgas, if I'm not mistaken.
It's all around the floor. Aha. Wir latschen mal mitten durch. Okay. Nee? Dann können wir da nicht durch. Okay. Weil wir noch nicht alles gefunden haben wahrscheinlich. Trans World Airlines von Miami nach Grand Bahama. Hangstrom is flying today on TWA. Hangstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Mapes is cleaning up. Pass Vereinigte Staaten von Amerika, Außenministerium. Oscar Hangstrom auf jeden Fall. Oscar Hangstrom, Name der Frau, falls eingeschlossen. Angelica Hangstrom, Name der Kinder, falls eingeschlossen. Daniel Hangstrom, Hafer. Beruf Chemiker. Ach, guck mal. Das müsste er gewesen sein auf dem Bild. Hangstrom and McClellan are the same man. Oh, okay. Den Schluss hätte ich nicht gezogen und... Oh mein Gott. Alter. Raus hier. Ja, ein bisschen schneller vielleicht. Alter, was für ein dämlicher Idiot. Sie werden uns nicht entkommen, Mapes. Versuchter Mord an 2 Agenten. Ich wollte schon sagen, an 2 Detectives. Ist aber nett, dass er uns erst hat warten lassen, ne? Beziehungsweise erst, nee, dass er gewartet hat, bis wir alles zusammengesucht hatten, so. Schon sehr, sehr nett und freundlich. Alter, kann doch nicht an so einem kleinen Pfosten da hängen bleiben. Aus dem Weg! Ja, fahr dich näher ran, keine Sorge. Shit. You security men, Cole. Stay on mates. Knock them off the road if you have to, but stay on them. So. Noch einer. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Jetzt schalten sie auch noch gegenseitig aus hier. Herrlich. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass der da noch abbiegt. Oh, ja. Ja, komm schon. Ach, leck mich doch. Also hat Mapes quasi einen Auftrag gegeben, dass Hangstrom McLennan spielt und... Stop right there. Get out of the car.
go through all the security men first. I hope you're ready for a fight, Aim at the Cole. tires. Find some cover! Ich komme euch einfach entgegen, ja? Das macht euch ja bestimmt nichts aus. Ist auch noch von hinten. Nein. Cole. Throw out the guns. Meine Fresse. Wants to play cat and mouse? Fine. Let's go and get his ass. Verstärkung? Ich hoffe doch. Oh, das wird jetzt so schön. Das wird jetzt so schön in diesem Hangar. Stay in cover! Die haben einfach Schießscharten hier. Stay down! Lay down some covering fire. Stay in cover! Nein, oh Gott. Das ist doch super unnötig, was ihr hier tut. Jetzt mal ganz im Ernst. So, wir nehmen uns die Knarre. Und holen sie uns von der Seite. Hier ist natürlich alles zugebaut, natürlich. Man hat damit gerechnet, dass wir vorbeikommen. I'm covering you. Ja, ich gehe auch nur ein Schrittchen näher. Give me some cover! Nochmal ein bisschen, nochmal ein bisschen. Hier. Nice. You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good, honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. I don't know if it'll do you any good, Phelps, but between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Danke. Groß und unfreundlich. Der Fall gegen Nicholson hängt davon ab, ob er wusste, was in seinem eigenen Werk vor sich ging. Ja, das werden wir, glaube ich, erstmal nicht so schnell erfahren und wir kriegen nochmal einen Rückblick
Oder geht's direkt weiter? Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. Okay. Ich hoffe, der stirbt. Oh. I've come to help you, Doctor. To help Er you ist cross tot. over. All your sins will be forgiven. The next life. Und das ist die Entführung von Elsa. Ich verstehe. Puh. Bis eben, ganz kurz, dachte ich noch so, Fontaine wäre der Obermotz. Tatsächlich nicht. Eine andere Art von Krieg. Welche könnte dies nur sein? It's gotta be one of these places. Auf jeden Fall wieder mit Jack. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Okay, dann geht's damit weiter. Mal ganz kurz gucken. Mann, da stand gerade so ein schöner Text. Na gut. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und die Stromleitungen zappeln ziemlich rum. Ja, bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.